Was man auch immer von dem Chef hält, ist es doch unbestritten, dass Tesla zumindest bis vor wenigen Jahren ein absoluter Innovationsführer war. Und dieses Bike hier ist quasi der Tesla unter den Lastenrädern. Aber ist das was Gutes? Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande und das hier ist das Terran T1 Pro. Es ist ein Lastenrad mit 3 Kameras, einem Radar, 2 USB-C-Anschlüssen, 3 Elektromotoren und 3 Lautsprechern. Das wird wild. Bevor wir uns um das Rad an sich kümmern, ein Transparenzhinweis. Terran hat uns dieses T1 Pro für den Zeitraum, den wir für dieses Video brauchen, ausgeliehen und sie unterstützen die Produktion des Videos finanziell. Sie haben uns allerdings nicht gesagt, was wir irgendwie wie sagen sollen. Alle Gedanken und Äußerungen sind meine bzw. unsere eigenen und sie bekommen das Video auch nicht zu sehen, bevor ihr es zu sehen bekommt. Wir sind da komplett herstellerneutral. Und jetzt gucken wir uns das Rad mal an. Terran ist ein junger Hersteller, der aus China, Hongkong und Deutschland agiert und 2024 quasi international ganz schön für Furore gesorgt hat, als sie auf der Eurobike dieses Fahrrad hier gezeigt haben. Aber das Besondere an der Geschichte von Terran ist, dass die Gründer gar nicht aus dem Fahrradbereich kommen, sondern sich eher vorher mit Kameras, Drohnen und KI beschäftigt haben. Und warum das besonders interessant ist, auch für dieses Video, das wollen wir später mal sehen. Jetzt wollen wir uns aber mal angucken, worum es sich überhaupt handelt hier. Das Terran T1 Pro ist ein Long John Lastenrad, ein ziemlich kompaktes noch dazu. Besonders ist dann auch, dass es sich um eines der wenigen vollgefederten Long Johns handelt. Designtechnisch sehen wir hier einen eigenen Ansatz, den ich auch so noch nirgendwo anders gesehen habe. Integration und Minimalismus ist das Stichwort, ohne aber, dass die Praktikabilität darunter leiden soll. Es gibt das Bike in 2 Farben und in dem Silber und Schwarz ist das Design insgesamt noch auffälliger. Das hat nachher bei der Sitzgeometrie nicht nur Vorteile, denn der Einstieg ist verhältnismäßig hoch, aber dafür lässt sich der Sattel in einem sehr großen Maß verstellen, auch mit einer Vario-Stütze, die das Ganze dann besonders einfach werden lässt. Und hier lässt sich dann mit einem Inbus dann auch die Basisstütze noch verstellen, sodass wirklich sehr kleine und sehr große Leute hier drauf sitzen können. Und auch der Lenker ist in einem wirklich sehr großen Maß in der Höhe stufenlos verstellbar. So, Technik. Und da gibt es wirklich wahnsinnig viel zu sehen. Fangen wir mal unten an, beim Ständer. Denn das hier ist kein normaler Ständer, sondern ein Ständer mit Stützrädern. Jetzt ist er hier in der Parkposition und wenn man einen Knopf drückt, dann steht das Rad aufrecht und ist in so einer Art Rollposition. Denn auch wenn es jetzt noch weiterhin steht, kann es dennoch mit diesen Stützrädern bewegt werden. Und nicht nur gerollt werden, sondern auch kurze Strecken gefahren werden. Wie das funktioniert, das zeige ich später. Und mit einem anderen Knopf kann er dann auch komplett eingefahren werden, wie man das von einem normalen Lastenrad auch kennt. Und dann zum Parken wieder. Und die Motoren, die sind so stark, dass das sogar mit beladenem Rad funktioniert. Inklusive mir. Hier vorne sehen wir dann erstmal ein Tagfahrlicht, das ziemlich spacig aussieht. Die eigentliche Hauptbeleuchtung, die eigentlichen Scheinwerfer sitzen aber hier unten links und rechts von der Gabel jeweils einer. Und das Spannende ist auch, dass dieses Tagfahrlicht dann mit Blinkern ausgestattet ist und dann vorne auch in einem ziemlich breiten Abstand blinkt. Das ist aber nicht die einzige Beleuchtung hier oben drin, sondern wenn wir weiter hinten gucken, sehen wir hier auf der Rückseite der Box dann die zweiten Blinker. Die sind sowohl von der Seite
gut zu sehen, als auch von hinten. Also das Fahrrad ist von den Blinkern her wirklich sehr gut erkennbar und natürlich auch richtig schön breit. Wenn man dahinter fährt, dann sieht man das auf jeden Fall. Und weiter hinten sehen wir dann auch noch das Rücklicht, das dann auch noch mit einer Bremslichtfunktion ausgestattet ist. Weiterhin spannend ist dann hier unten dieser kleine Kasten, denn in diesem kleinen schwarzen Kasten sind zwei Dinge versteckt. Einmal eine Kameralinse und dann auch ein Radar. Das ist alles Teil des Terrain-Sicherheitssystems. Klar, Autos haben Radare eher vorne für Notbremsassistenten und so. Das braucht dieses Rad natürlich nicht, aber dieses Rad kann halt warnen, wenn ein anderer Verkehrsteilnehmer zu nah hinter dir fährt oder zu nah und zu schnell auffährt. Das sehen wir nachher auch noch mal, wie das funktioniert. Das ist allerdings auch nicht die einzige Kamera an diesem Fahrrad. Hier vorne ist noch eine Weitwinkellinse verbaut, mit der man quasi ums Eck gucken kann, wenn man zum Beispiel zwischen parkenden Autos vorausfährt und nicht so richtig sehen kann, ob links oder rechts etwas auf der Straße fährt. Und hier in diesem Knubbel ist noch eine weitere Kamera verbaut. Aber mit dieser Linse, das ist nicht unbedingt Teil des Sicherheitssystems, mit der kann man vom Sattel aus die Kinder sehen oder sich selbst und zum Beispiel auch Fotos machen. Wiederum eine Spielerei, aber das ist halt vieles bei Tesla auch. Was aber ziemlich praktisch ist, ist dann dieser kleine USB-C-Anschluss, der hier ziemlich gut montiert ist und ziemlich gut platziert ist, damit eben die Mitfahrenden, der Hund zum Beispiel, das Smartphone aufladen kann. Sehr interessant wird das Ganze dann aber noch mal weiter oben, hier an dieser Konsole. Denn hier ist eine Aufnahme für ein Smartphone vorhanden. Klappt man dann hier so hoch, zieht es zur Seite und dann kann das Handy hier Platz finden und wird auch gleichzeitig geladen, denn hier ist noch eine induktive Ladefunktion. Aber nicht nur das, hier an der Seite ist dann auch noch ein kleiner USB-C-Pinökel. Dann finden wir hier an der Seite auch noch einen kleinen Hinweis auf NFC. Da lässt Tesla wieder grüßen, denn der Schlüssel für dieses Fahrrad ist das hier. Ohne diese Karte kannst du das Fahrrad also nicht einschalten und auch nicht vom Ständer nehmen. Das ist quasi so eine integrierte Wegfahrsperre. Gesteuert wird der ganze Spaß dann hier vom Lenker aus. Hier sehen wir das 5,2 Zoll große Zentraldisplay. Das ist hier mit USB-C verbunden und lässt sich einfach dann vom Lenker nehmen, um es mitzunehmen. Wenn man das dann wieder anstecken möchte, dann dreht man es hier so rein, steckt den Stecker wieder an. Zack, und dann sitzt es auch fest hier am Lenker. Und auf der linken Seite sehen wir dann die ziemlich komplexe Bedieneinheit mit einigen Knöpfen. Und wir wollen uns kurz mal angucken, wie das funktioniert. Schalten das Fahrrad noch mal kurz an. Müssen dann kurz mal warten, bis dieses Terrain OS, dieses eigene Betriebssystem, geladen hat. Und dann sehen wir die grundsätzliche Anzeige. Jetzt haben wir einen etwas bewölkten bis sonnigen Tag. Wenn man auf dem Sattel sitzt, dann lässt sich das Display aber ziemlich gut ablesen, aber kann natürlich trotzdem so ein bisschen spiegeln. Man muss auch sagen, dass die Software aktuell noch nicht final ist. Ich habe schon eine Software, die von der Optik her so ziemlich dem Serienstand nachher entsprechen soll, aber bei dem einen oder anderen Punkt müssen sie noch mal ran. Erstmal fällt auch auf, hier gibt es keine Klingel am Lenker, denn die ist hier. Genau, eine kleine Digitalklingel. Und das Besondere hierbei ist auch, dass sich da unterschiedliche Töne konfigurieren lassen. Ja, das ist natürlich Spielerei, ne? Aber Tesla Playbook. Überhaupt Konfiguration. Mittels dieses Menüs lassen sich so gut wie alle Aspekte des Bikes auf die persönlichen Vorlieben anpassen. Und man hat hier Zugriff auf Details wie Dashcam-Optionen oder auch den Sentry Mode, wenn wir hier in die Kameraeinstellungen reingehen. Das Rad kann nämlich diese Kameras immer laufen lassen, um Vandalismus oder Diebstahl leichter aufzuklären. Und es hat natürlich auch Bluetooth. Denn alles ist besser mit Bluetooth. Und die Bluetooth-Funktion ist nicht nur für die zukünftige App-Integration natürlich wichtig und notwendig, sondern auch für solche Späße wie das hier. Genau. Italienische Schlager lassen sich mit dem Rad einfach abspielen, während man mit den Kindern unterwegs ist. Die Lautsprecher, die ziehen die Wurst nicht vom Teller, aber
für ein bisschen Spaß reicht's. Beim Fahrdisplay lassen sich dann wahnsinnig viele Informationen anzeigen, inklusive Steigungswinkel, Neigungswinkel und auch Lenkwinkel, was nochmal später während der Fahrt interessant wird. Und es kann auch durch die 5 Unterstützungsstufen geschaltet werden, also Off, Eco, Auto, Normal, Sport und Turbo. Durch die Kameras geschaltet werden kann mit diesem Wahlrad. Hier bin ich dann auch zu sehen, hallo. Und hier lassen sich dann auch die Blinker einschalten, links und auch dann auf der rechten Seite. Also wirklich super viel Technik bei diesem Fahrrad. Aber jetzt wird auch klar, warum Terran sich dazu entschieden hat, ein Lastenrad zu bauen. Denn diese ganze Technik will ja auch irgendwie untergebracht werden. Aber sprechen wir mal über den Lastenaspekt. Zum einen ist die hintere Ladefläche ja quasi immer mit dabei durch diese Rahmenkonstruktion. Das Teil hier oben drauf ist aber optional, das wird angeschraubt. Das bietet eine MIG-HD-Schnittstelle und Streben, um klassische Packtaschen anzuhängen, wobei man hier gucken muss, dass die nicht in die Speichen kommen, weil es keine weitere untere Abstützung gibt. Die darf insgesamt bis 25 Kilogramm belastet werden und hat somit einiges in Kapazität, um die vordere Box so ein bisschen zu entlasten. Und was natürlich konstruktiv auch cool ist, dass die hintere Ladefläche durch diese Federung ebenfalls mitgefedert ist und somit die Güter, die da drin sind, nicht so sehr durchgeschüttelt werden. Die Hauptladefläche ist aber natürlich hier vorne. Die darf mit 65 Kilogramm belastet werden und ist in diesem Falle schon mit den Kindersitzen ausgestattet, über die wir gleich sprechen werden. Die Box an sich ist aus EPP, aus expandiertem Polypropylen, was ein sehr leichtes, widerstandsfähiges und einfach recycelbares Material ist. Und die ist dann hier oben und unten mit den bereits erwähnten Rahmenteilen eingefasst, was dem ganzen Konstrukt erst so richtig seine Stabilität gibt. Dann gibt es links und rechts kleine Ausschnitte, damit Kinder hier einfach einsteigen können. Und was auch auffällt, diese Akkuklappe hier, die ist in dem Ladeboden versenkt und ich habe peinlich lange danach gesucht, um herauszufinden, wie sie geöffnet wird. Hätte ich dafür einfach nur die Quickstart-Anleitung lesen müssen. Ja, die Kindersitzbank an sich hat einen stabilen Rahmen und ist mit diesem Rahmen auch direkt am Rahmen des Fahrrads montiert worden, sodass sie hier auch eine hohe Stabilität bietet. Die ist insgesamt angenehm gepolstert. Die Rückenlehne ist jetzt nicht super hoch, aber schon höher als bei einigen anderen Rädern. Sie ist angenehm breit und hat dann auch hier dieses Material, das sich recht widerstandsfähig anfühlt und auch ziemlich angenehm gepolstert ist. Bei den Gurten kommen 5-Punkt-Gurte zum Einsatz, die hier auch dann mit solchen Schulterpolstern kommen, damit die Gurte nicht so in die Hälse der Kinder reinschnüren. Und was man auch sieht, die kommen von recht weit oben, sind relativ breit, lassen sich dann aber nicht noch mal weiter irgendwie in der Höhe verstellen. Die Gurte lassen sich in der Weite verhältnismäßig einfach und schnell verstellen. Das hat mir gut gefallen. Und diese Schnalle funktioniert ebenfalls gut. Die ist magnetisch, also man führt die Gurtenden magnetisch zusammen und schnallt dann auch die Schnalle einfach magnetisch zu. Das funktioniert gut, das funktioniert sicher. Und damit man jetzt an die Akkus rankommt, wenn die Sitzbank verbaut ist, lässt sie sich auch ganz einfach dann nach oben klappen. Und es kommt dann auch eine kleine Tasche zum Einsatz. So eine Netztasche, die mit Gummibund ist, sodass sich da Helme zum Beispiel lagern lassen, Jacken, das Kuscheltier und diese Dinge dann auch nicht einfach so in der Box herumrödeln. Und dann gibt es hier vorne noch ein kleines Gimmick, denn hier befinden sich noch so kleine Fächer, die sich einfach öffnen lassen und dann ist hier Platz für eine Festplatte zum Beispiel oder auch den Game Boy Color der Kinder oder mit was die in der heutigen Zeit so spielen. Ich habe ja keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall also wirklich einiges zu sehen und einiges zu entdecken bei diesem Fahrrad. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie beeinflusst diese ganze Technik das Fahrerlebnis? Und das checken wir jetzt mal. Das Rad ist jetzt richtig beladen. 40 Kilogramm insgesamt, also 20 Kilogramm pro Seite. Also das Gewicht von zwei, doch etwas größeren Kindern schon. Und das erste Mal die Möglichkeit, nativ eine Kamera hier bei einem Fahrrad zu befestigen. Das gefällt mir sehr gut. Da bekommt es schon mal Bonuspunkte. Wir legen mal los. Also aufsteigen aufs Fahrrad, draufsetzen. Und dann kann man auch schon vom Ständer runter. So, jetzt stehen wir hier bei ausgefahrenen Landeklappen. Müssen also ein bisschen das Fahrrad schon austarieren, können aber insgesamt auch beladen gut stehen. Und wenn wir jetzt losfahren wollen, dann drücken wir einmal hier und haben dann 30 Sekunden Zeit, um loszufahren. Und dann
fährt er automatisch die Landeklappen ein. Also das ist nicht vollautomatisch, sondern man muss dem Rad schon sagen, hier, jetzt möchte ich losfahren und jetzt darfst du gleich einklappen. Das war so der erste Test, den wir jetzt bei diesem Rad gemacht haben. Und jetzt hier im automatischen Modus ist es so, dass er die Landeklappen automatisch ausfährt, wenn man stehen bleibt. Aber auch erst dann, wenn das Rad zum Stillstand gekommen ist. Man kann aber ähnlich wie das bei dem Losfahren der Fall ist, kann man dem Rad auch sagen, dass wenn man bremst und unter einer gewissen Geschwindigkeit ist, dann die Landeklappen schon ausfahren, wenn man noch rollt. So, also losfahren. Das ist so ein bisschen Bewegungsablauf, an den man sich gewöhnen muss. Da muss man ein bisschen dran denken. Wir gehen jetzt hier in die Schnellbereitstellung und dann fährt er ab unter 5 km/h fährt er aus, sodass die Landeklappen auch ausgefahren sind, wenn man zum Stand kommt. Das funktioniert ziemlich gut. Man muss halt nur einmal dran denken. Jetzt machen wir aber den Beschleunigungstest. Wir sind im stärksten Modus, im Turbo-Modus, in der kleinsten Übersetzung und gucken mal, wie der Terran-Motor uns auf 25 km/h beschleunigt. Und ja, das ist durchaus amtlich. Tatsächlich legt der Motor gut los und ist auch verhältnismäßig leise. Das ist mir sehr positiv aufgefallen in der letzten Zeit. Und die Enviolo schaltet halt typisch wie eine Enviolo. Ja, und jetzt auch bei 25 km/h ist der Übergang zu nicht unterstützt ziemlich sanft. Landeklappen ausfahren. Und da, ja, diese Landeklappen funktionieren am besten, wenn man auf komplett glattem Untergrund ist. Also man kann auch so gut 5-6 km/h mit ausgefahrenen Landeklappen fahren, gerade dann, wenn es sich wiederum um einen ebenen Boden handelt. Wenn es uneben ist, dann funktioniert das nicht so gut, da muss man wirklich sehr aufpassen. Und auch wenn es sich um Kanten handelt, die man überfahren muss, da ist das Landeklappensystem schnell überfordert. Jetzt sind wir am mächtigen Jerusalemsberg, da fahren wir jetzt gleich mal hoch, um zu sehen, wie gut der Motor arbeitet mit dem Gewicht des Fahrrads und der Beladung. Wir haben eine Trittfrequenz gleich von gut und gerne 80 Umdrehungen pro Minute, 200 Watt im stärksten Modus und mal sehen, was so die minimale Geschwindigkeit ist. Wir starten jetzt hier mit 22 km/h an der flachen Stelle. Und was halt auch cool ist, wir haben immer den Blick auch nach hinten, ohne dass wir uns umwenden müssen. Jetzt muss ich einmal langsamer werden. Oh, das ist aber tatsächlich ganz gut. 15,7 km/h, 15 km/h, 14,9 km/h hier an dem steilsten Stück. Das ist sicherlich nicht rekordverdächtig, aber doch mehr als ausreichend. Ja, also es ist ein schweres Fahrrad. Die Last da drauf ist schwer. Der Motor ist zwar kräftig, aber kann natürlich auch keine Wunder vollbringen. So, und jetzt blinken wir mal, während wir über diese Kante fahren. Und dann gibt es auch noch was Cooles, denn der Blinker, der schaltet sich automatisch aus, wenn die Abbiegung vollzogen ist. So zumindest die Theorie. In der Praxis funktioniert das nicht immer, aber bei den allermeisten wirklich 90 Grad Abbiegungen schaltet er automatisch den Blinker aus. Das finde ich ziemlich cool. So, jetzt fahren wir hier auf einer ebenen, glatten Strecke. Ihr könnt sehen, meine Sitzposition ist jetzt verhältnismäßig aufrecht. Ich könnte sie noch eine ganze Ecke sportlicher gestalten, wenn ich das wollte. Ich könnte allerdings auch noch 3-4 cm den Lenker höher machen, was dann zu einer ziemlich aufrechten Sitzposition führen würde. Der Reach zum Lenker ist jetzt angenehm, würde ich sagen. Und wenn wir das Rad so ein bisschen in die Kurve schmeißen, dann ist das so ein bisschen Seilzuglenkung typisch, etwas schwergängiger als mit einem Lenkarm, fühlt sich aber insgesamt doch angenehm an. Und was man auch machen kann, ist das Rad so ein bisschen freihändig fahren. Es fängt nicht an zu schlingern, aber natürlich durch das hohe Gewicht und den gewissen Widerstand in der Lenkung ist freihändig fahren mit diesem Rad nicht so einfach. Es bleibt aber trotzdem sehr stabil. So, jetzt fahren wir hier das erste Mal, ohne dass jemand von hinten drängelt. Dabei wollte ich euch das ganz gerne mal zeigen. So, jetzt sehen wir, wie hinter uns jemand fährt, aber dadurch, dass wir stillstehen, ist das Radar nicht angeschaltet, aber wir können halt sehen, okay, da ist jetzt jemand. Mal sehen, wie es ist, wenn wir gleich dann Gas geben so, und einfahren. Das geht dann nämlich auch recht fix. So, und jetzt sehen wir hier so einen roten Hinweis. Achtung, da ist jemand, der überholt uns. So, und solche Kanten, da kommt das Rad dank der Vollfederung wirklich gut rüber. Aber natürlich ist auch die Gretchenfrage,
bei so einer Vollfederung, wie ist das bei einer Fahrradtour, wenn es durch den Wald geht. Und das checken wir jetzt mal. Hier bei solchen Kanten und Bodenwellen, also es ist grandios. Die Federung funktioniert richtig gut. Das ist schwergängig, das ist wie halt ein schweres Lastenrad, aber die Federung, die arbeitet wirklich hervorragend. Das hintere Federbein ist jetzt nicht hundertprozentig auf mich eingestellt, aber wenn man das nochmal macht auf das Gewicht, dann ist das wirklich sehr smooth über alle Oberflächen. Aber jetzt ist mal die Frage, wie kommt es berghoch? Und zwar beim Anfahren am Berg. Wir sind in der höchsten Unterstützung, wir sind im stärksten Modus natürlich, haben die Landeklappen ausgefahren, schnelles Einziehen und los geht's. Okay, ist natürlich sehr eng, aber tatsächlich hat der Motor sehr schnell unterstützt. Wir probieren es nochmal mit komplett eingefahrenen Landing Gears. Nochmal ein neuer Versuch. Hier kann man auch die Berganfahrhilfe einschalten. Berganfahrhilfe, auf das Pedal treten zum Starten. Also der Motor, der unterstützt tatsächlich sofort. Das haben sie wirklich gut gemacht. Die Basisübersetzung ist kürzer als bei anderen Rädern mit einer Enviolo, also auch durchaus tauglich für stärkere Steigung. Auf der anderen Seite des Spektrums ist man dann bei 25 km/h bei einer Trittfrequenz von etwa 60 Umdrehungen pro Minute, was für die allermeisten Zwecke auch noch ausreichen dürfte. Aber jetzt wollen wir mal sehen, wie sich das Geschoss jetzt schiebt. Wir haben die Landeklappen wieder ausgefahren, steigen ab. Und jetzt ist natürlich das Gute, ne? Ja, jetzt haben wir einen unebenen Untergrund. Und jetzt wollen die Landeklappen nicht ganz so. Okay, das Rad steht jetzt aber sicher, also es braucht ab und zu wohl einen kleinen Moment, damit die Landeklappen auch wirklich sich arretiert haben auf den gewissen Untergrund. So, und jetzt kann man die Gehunterstützung einschalten. Und die Gehhilfe schiebt einen quasi über die Straße. Was allerdings jetzt auch mit den Landing Gears auffällt, ist, dass die Federung des Fahrrads quasi ausgeschaltet ist. So, Lenkeinschlag kommen wir hier einmal rum. Wir haben hier eine Seilzuglenkung und das, ja, hier kommen wir tatsächlich sehr gut einmal rum. Man muss so ein bisschen vorsichtig sein. Der Motor hat dann von unten raus halt schon recht viel Power. Nächste Disziplin ist dann Kopfsteinpflaster. Und ich habe es ja vorhin schon vermutet, bei rumpeliger Strecke, da rollt das Rad richtig gut, dank der Vollfederung. Und das ist auch hier sehr, sehr angenehm. Also wir haben kaum Geklapper aus der Box. Vorne in einem der kleinen Kästen ist so ein bisschen Kamera-Equipment drin. Das vibriert natürlich so ein bisschen, das poltert so ein bisschen. Ich habe auch minimale Bewegung hier am Lenker, aber das ist wirklich super wenig. Ist schon wirklich sehr gut. Hier, jetzt blinken wir mal. So. Auch Kanten überfährt das Rad richtig gut. Solche Wurzeln sind kein Problem. Wir haben auch einen recht langen Radstand, das heißt auch solche längeren Bodenwellen, da rollt es gut rüber. So, machen wir mal den Bremstest aus 25 km/h. Wie gut funktionieren die TRP-Bremsen hier? Und wir bremsen an der zweiten Linie. Und jetzt. Das ist tatsächlich sehr gut gewesen. Also wir haben etwa den Bremsweg des Fahrrads nochmal, also knapp etwa 4 Meter Bremsweg aus 25 km/h. Der Griff ist angenehm, also die Griffform ist angenehm, da kann man auch mit 3 Fingern gut reinlangen und es lässt sich auch ziemlich fein graduell steuern. Wobei ein Punkt ist halt, dass der initiale Hebel schon etwas schwergängiger ist, als das zum Beispiel bei Magura-Bremsen der Fall ist oder auch bei Shimano-Bremsen. Da sind die TRP-Bremsen so abgestimmt, dass man etwas mehr Handkraft braucht. Jetzt bin ich gar nicht so sehr darauf eingegangen, wie das hier mit dem Radarsystem funktioniert, einfach weil die Autofahrenden heute sehr vernünftig unterwegs waren. Die Fahrschule fährt natürlich äußerst vernünftig. Mensch, da braucht man das nur einmal. Ne? Einmal braucht man das, dass die Autofahrer einen nerven. Und dann passiert das nicht. Enttäuschend. Auf eine ganz, guck mal, da haben wir noch einen. So, wir wollen mal sehen, was jetzt gleich passiert. Fährt dicht auf und dann piept es los, überholt zu eng und ich könnte dann jetzt das Videomaterial speichern und das Ganze zur Anzeige bringen, wenn ich denn wollte. Also vor allem völlig unnötige Situation jetzt gerade,
anfahrend an eine rote Ampel. Naja, was soll's, ne? Genau, was halt allerdings auch der Fall ist, wenn man hier zum Beispiel eng am Kannstein entlang fährt, dann kriegt man auch regelmäßig Warnhinweise, dass halt Autofahrende zu dicht auffahren oder zu dicht rankommen. Aber es funktioniert tatsächlich sehr zuverlässig. Und zwar auch nicht nur bei Autos, sondern auch zum Beispiel, wenn man das Fahrrad rückwärts schiebt und irgendwo droht gegenzustoßen, dann warnt er auch. Das finde ich auch ziemlich cool. Und zwar nicht nur per akustischem Signal, das man einschalten kann, sondern auch per Vibrationen am Lenker. Warum er jetzt da gerade gepiept hat, weiß ich allerdings nicht. Also es ist schon ein sehr vorsichtiges System. Ja, so fährt sich das Terran T1 Pro. Die Fahreigenschaften, die sind wirklich klasse. Das Rad fährt sich gut, das fährt sich sicher, das fährt sich sehr gemütlich und komfortabel. Der Motor hat ausreichend Kraft. Die Technik funktioniert auch zuverlässig. Nur an diesen Ständer muss man sich ein bisschen gewöhnen. Jetzt springen wir mal in die Zukunft und sehen, ob wir uns an den Ständer gewöhnt haben, an die Landing Gears und was wir sonst noch nach mehreren Wochen der Nutzung von diesem Rad halten. Bis jetzt. Knappe 8 Wochen waren wir jetzt mit dem Terran T1 Pro unterwegs und im Vergleich zum ersten Teil des Videos seht ihr sofort eine Veränderung. Es gab Software-Updates und die haben das Erlebnis mit dem Bike immer weiter verbessert. Der größte Unterschied ist aber dadurch gekommen, dass es jetzt so eine Art Berganfahr-Boost gibt, mit dem es wirklich super einfach ist, am Berg anzufahren, weil dann wirklich die volle Leistung ab dem ersten Pedaltritt abgerufen wird. Das ist ziemlich cool. Das zweite ist, dass ich schon die App ausprobieren durfte. Da gibt es verschiedene Funktionen. Auf der einen Seite kann man das Rad sperren und entsperren. Man kann einen Alarm auslösen. Man kann die ganzen Aufnahmen aus dem Sentry-Modus und auch aus dem Selfie-Modus sich angucken und noch einiges mehr. Und an der App wird auch noch weiter gearbeitet, weil die war jetzt noch nicht final. Und das dritte ist das Regenverdeck. Das habe ich auf der Eurobike 2025 mitbekommen. Das ist ziemlich cool, ist sehr stabil konstruiert worden, hat hier 2 feste Rahmenteile, eine große Frontscheibe und dieser Bereich hier vorne lässt sich damit auch noch etwas besser nutzen. Hier hinten ist dann nochmal ein Fenster, das sich auch abkletten lässt, wo dann ein Netz drunter ist und dann gibt es links und rechts große Seitenscheiben. Diese Seitenscheiben lassen sich aber für den einfachen Einstieg der Kinder öffnen. Sie lassen sich aber auch dann verhältnismäßig einfach einrollen und hier oben dann verkordeln. Also jetzt ist das eine stabile, gut gemachte Kabine, hat aber auch einen Nachteil. Und da sind wir jetzt mal so bei den 3 Punkten, die uns richtig gut gefallen haben und 3 Punkten, die uns weniger gut gefallen haben. Ihr findet aber eine komplette Bewertung anhand der Radelbeine Bewertungsmatrix über den Link unten in der Videobeschreibung in Schriftform. Starten wir jetzt aber mal mit den 3 Punkten, die wir verbesserungswürdig finden. Und der erste Punkt betrifft auch dann hier diesen Bereich, und zwar das Platzangebot. Wir waren in den letzten Wochen auf diesen Korb hier angewiesen, weil das Platzangebot hier in dieser Box einfach nicht sehr üppig ist. Die Box ist verhältnismäßig kurz, der Boden ist verhältnismäßig flach, sodass Kinder hier hoch wiederum sitzen, was dann die Kopffreiheit einschränkt, gerade dann, wenn das Regenverdeck hier verbaut ist. Es gibt Organizer etc. und auch diese Tasche unterhalb der Box, die ist wirklich cool, aber wenn zum Beispiel das Kind plus wenn 2 Kinder plus einen Schulrucksack plus einen Kita-Rucksack mit müssen, dann passt das hier alles nicht in diese Box rein und gerade größere Kinder haben dann auch nicht so viel Kopffreiheit und nicht so viel Beinfreiheit. Der zweite Punkt, den wir verbesserungswürdig finden, ist die Zugänglichkeit. Menschen mit meiner Größe von 1,96 m haben damit nicht so sehr ein Problem. Aber meine Frau Lea ist 1,62 m und die hatte doch schon das ein oder andere Problem, hier einfach über diese relativ hohe Schwelle zu kommen, besonders dann, wenn das Smartphone da liegt. Und wenn kleinere Menschen hier auf dem Sattel sitzen, dann müssen sie auch sehr weit nach oben zu dem Lenker greifen. Und was dann auch noch das Ganze für kleinere und leichtere Personen etwas erschwert ist, dass der Schwerpunkt, wenn Kinder hier drin sitzen, verhältnismäßig hoch ist, was das Ganze dann während der Fahrt etwas wackeliger macht als bei Fahrrädern mit einem niedrigeren Schwerpunkt. Und unser dritter großer Kritikpunkt betrifft die Komplexität der Bedienung. Hier gibt es sehr viele Funktionen, aber dadurch auch sehr viele Dinge, die man beachten muss, wenn man mit dem Fahrrad losfahren möchte. Erstmal sind es halt verschiedene Schritte, die man machen muss, um das Fahrrad überhaupt erstmal in den Fahrmodus zu bekommen. Schloss öffnen, diese Karte verwenden, warten, bis es freigeschaltet ist.
Dann kann man auch schon relativ schnell loslegen, den P-Modus rauszunehmen. Dann muss man die Unterstützungsstufe einstellen, dann die Landing Gears einfahren, also diesen Vorgang einleiten und dann kann man erst so richtig loslegen. Das sind also viele Schritte im Vergleich zu anderen Lastenrädern, die da nochmal deutlich intuitiver sind und wo das eben nicht alles über diese eine kleine Konsole funktioniert. Also da sind dann jetzt auch HändlerInnen gefragt, den Menschen, die sich für dieses Fahrrad zu interessieren, eine wirklich intensive Schulung zu geben, bevor sie damit losfahren. Wenn ihr tech-affin seid, dann geht das schneller. Wenn ihr weniger tech-affin seid, dann dauert es ein bisschen länger. Und man muss halt auch viele Besonderheiten beachten, gerade wenn es dann um unebene Untergründe angeht. Dieses Fahrrad ist also leider nicht selbsterklärend. Aber dafür, und da sind wir jetzt bei den 3 Punkten, die uns richtig gut gefallen haben, ist das allermeiste der Technik, die hier drin verbaut ist, auch wirklich sinnvoll. Vielleicht nicht sinnvoll für alle und jeden, aber für einige. Und das betrifft insbesondere den elektrischen Ständer, der wirklich super gut funktioniert. Wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, dann kann man das schwerst beladene Fahrrad einfach ausbalancieren und auf den Ständer raufbringen, ohne dass man irgendwie Großkraft aufwenden muss. Wie gesagt, für mich sind die allermeisten Lastenräder überhaupt kein Problem. Ich bin groß, ich habe sehr viel Kraft, aber für kleinere Personen ist das häufig doch ein richtiger Akt, ein voll beladenes Lastenrad auf den Ständer zu bringen. Hiermit überhaupt kein Problem. Und auch die Rückfahrkamera mit dem Radar hinten, das hat uns in den letzten Wochen, besonders mir, weil ich meistens damit unterwegs war, richtig, richtig gut gefallen. Lea ist da eher so ein bisschen traditioneller unterwegs. Sie sagt, sie braucht diesen Schnickschnack nicht. Aber was halt auch daran liegt, weil sie einfach nicht so viel Zeit hatte, sich an dieses Fahrrad zu gewöhnen. Man muss sich halt an die ganze Technik gewöhnen, um deren Nutzen und den Wert darin zu sehen. Aber ich muss wirklich sagen, nach 8 Wochen der Nutzung ist das allermeiste wirklich sinnvoll. Worauf ich am ehesten verzichten könnte, sind die Rollen unter dem elektrischen Ständer, weil die wirklich nur dann richtig gut funktionieren, wenn es sich um einen glatten Untergrund handelt. Zum Beispiel zum Rangieren in der Garage funktioniert das richtig gut. Aber wenn es irgendwelche Kanten, Kopfsteinpflaster oder unebenen Untergrund wie Schlaglöcher angeht, dann rumpelt das doch ziemlich doll und da kann dann auch die Federung nicht so gut arbeiten. Da bin ich dann in den meisten Fällen so drauf gewesen, dass ich die dann komplett eingefahren habe, wenn ich das Fahrrad rangiert habe. Der zweite Punkt, der uns richtig gut gefällt, ist die Verarbeitung, denn dieses Rad ist hervorragend verarbeitet. Und das ist längst nicht selbstverständlich für neue Anbieter in einem Markt. Sämtliche Kunststoffteile, sämtliche Rahmenteile, die Lackierung, das ist alles hervorragend gemacht. Da klappert nichts, alles sitzt fest und ja, eine wirkliche Freude. Und der dritte Punkt ist der Komfort. Denn als eines der wenigen vollgefederten Long John Lastenräder rollt das wirklich über sämtliche Untergründe richtig gut rüber. Schotter, Kopfsteinpflaster, Bodenwellen, alles schluckt dieses Fahrwerk weg. Das ist richtig cool. Und das ist ja auch das kleinste vollgefederte Long John, was es gibt. Ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Aber für wen ist es jetzt eigentlich am besten geeignet? Erstmal würde ich sagen, für alle, die Spaß an der Technik haben und auch die Spaß an dieser Optik haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Bike stark polarisiert. Die einen finden das richtig cool, diese ganze Technik zu haben und diesen Weg in die Zukunft damit zu gehen. Die anderen wollen einfach eher ein Fahrrad haben in klassischer Fahrradmanier mit weniger Technik und beides ist, denke ich, legitim. Aber wenn ihr Technik haben wollt, die aus dem Automobilbereich kommt und wenn ihr daran gewöhnt seid und das auch bei einem Fahrrad haben möchtet, dann ist das Terran T1 Pro definitiv ein Kandidat. Die zweite NutzerInnengruppe ist, die einfach sehr viel Komfort in ihrem Lastenrad haben wollen und Fotoausrüstung zum Beispiel, die empfindlich ist, mitnehmen wollen oder den Hundi, der empfindlich ist. Das funktioniert mit diesem Bike ebenfalls richtig gut. Für Familien gibt es da die ein oder andere Einschränkung, denn auf der einen Seite lassen sich die ganz Kleinen noch nicht mitnehmen. Es gibt keine Babyschalenmöglichkeit. Und auch größere Kinder kommen schnell an ihre Grenzen. Unsere 5-Jährige hat hier noch richtig gut reingepasst. Die 7-Jährige musste dann schon irgendwie so sitzen unter dem Regenverdeck, was dann insgesamt ein bisschen schwierig ist. Und ohne Regenverdeck funktioniert das zwar, aber der Lenker kommt dann halt noch höher, um über den Köpfen der Kinder rüber zu lenken. Darüber schreibe ich auch so ein bisschen in dem Artikel auf radelbande.de. Da ist so ein bisschen die Konstruktion
die Konstruktion limitiert einfach die Nutzungsdauer dieser Box, gerade für Kinder. Das muss man einfach wissen. Das müsst ihr am besten dann bei eurem Händler ausprobieren, wenn ihr auch die ganze Technik ausprobiert. Also das ist so ein bisschen die Nutzungsszenarien. Aber um nochmal zur anfangs gestellten Frage zurückzukommen, ist das was Gutes, dass das Taron T1 Pro diese Tesla-Fizierung einsetzt? Und ich würde insgesamt sagen, ja, es ist etwas Gutes, weil es eine Alternative darstellt. Ähnlich wie Tesla seit 20 Jahren die Automobilwelt stört und damit eben maßgeblich zum Erfolg von Elektroautos beigetragen hat, könnte das Taron T1 Pro zumindest in Teilen auch einige Fahrradhersteller aufwecken und zeigen, was eigentlich möglich ist, wenn man nochmal mit einer anderen Brille auf ein gewisses Produkt schaut. Denn klar, das hier ist irgendwo ein klassisches Long John Lastenrad, aber mit der ganzen Technik, die da drin ist, da ist halt schon wirklich klar geworden, was für ein Potenzial einige langjährige und alte Fahrradhersteller noch in ihren Produkten haben, wenn man einfach mal aus der Technikwelt auf ein Produkt schaut und nicht unbedingt aus der Fahrradkonstrukteurswelt. Also das finde ich, glaube ich, ziemlich spannend. Ich glaube, dass wir einige Punkte in Zukunft auch von anderen Herstellern in ihren Lastenrädern sehen werden. Und insofern hat Taron da doch, glaube ich, einen ziemlich großen Eindruck hinterlassen in den letzten beiden Jahren, seit das Fahrrad vorgestellt wurde. Ja, aber was haltet ihr von dem Taron T1 Pro? Wäre euch das zu viel Technik und zu wenig Fahrrad oder sagt ihr, das ist genau das, wonach ihr gesucht habt? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss. Bis dann.